Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Zurzeit gehen wir durch Dave Hunts Buch A Cup of Trembling, Jerusalem and Bible Prophecy. Und Dave, einer der Gründe, warum wir uns damit Zeit lassen, ist, dass das Buch vergriffen ist. Es ist nicht mehr erhältlich. Aber durch Gottes Gnade werden wir es hoffentlich wieder in den Druck bekommen, vielleicht als eine überarbeitete, aktualisierte Ausgabe. Ja, daran arbeiten wir gerade jetzt. Nun, eigentlich für unsere Zuhörer, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Wir haben in früheren Sendungen über Israel gesprochen, über den Islam, über Dinge, die im Nahen Osten passiert sind, Schwierigkeiten im Nahen Osten, im Grunde, und darüber, warum diese Dinge entstanden sind, wie die Geschichte im Grunde der Menschen dort. Und mehr noch, denke ich, und der Wert deines Buches und das, was hoffentlich zu den Herzen der Menschen spricht, die dem Programm zuhören und vielleicht das Buch haben oder es gelesen haben. Prophetie. Prophetie ist ein Beweis, dass Gott existiert und dass die Juden seine Zeugen sind. Absolut. Und weil die Prophezeiungen konkret, im Einzelnen, in Details, Jahrhunderte, sogar Tausende von Jahren, bevor sie erfüllt wurden, dargelegt wurden, das sind Prophezeiungen über Israel. Sie sind in der Bibel aufgezeichnet. Sie sind seit sehr, sehr langer Zeit als Zeugnis da. Die ganze Welt hat ihre Erfüllung miterlebt. Niemand kann es leugnen. Tatsächlich werden diese Prophezeiungen auch in unserer Zeit weiter erfüllt. Ich meine, schon der Titel des Buches A Cup of Trembling. Gott sagte, ich werde Jerusalem zu einem Laststein um den Hals aller Nationen machen. Nun, welche größere Last gibt es heute als Jerusalem und Israel? Die Zeit, die darauf verwendet wird, wir alle wissen es. Man muss dieses Problem dort drüben lösen. Und doch sagte Gott, dass alle Nationen, die dagegen anrücken, in Stücke zerschlagen werden. Auch wenn die ganze Welt dagegen anrückt. Und natürlich spricht das von Harmagedon. Also die Tatsache, dass dieses Volk zerstreut wurde, dass es gehasst, verfolgt, getötet wurde wie kein anderes Volk. Antisemitismus im Detail vorausgesagt. Und doch sagte Gott, er würde sie als identifizierbare ethnische Gruppe bewahren, sie in ihr Land zurückbringen, und dort würde er die Fürsten Judas wie Feuer machen, das die Nationen um sie herum verzehrt. Und das haben wir in Krieg nach Krieg gesehen. Okay, also Tom, wie du gesagt hast, du kannst kein Atheist sein. Du kannst es nicht leugnen. Da ist es. Gott hat bewiesen, dass er Gott ist. Der Gott der Bibel ist Gott. Und die Bibel ist sein Wort. Und Prophetie ist einzigartig in der Bibel. Es gibt nichts im Koran oder in den hinduistischen Veden, in den Sprüchen Buddhas und Konfuzius. Du kannst die Liste durchgehen. So viele Prophezeiungen. Und Israel und Jakob werden fast 3000 Mal in der Bibel erwähnt. Jerusalem über 800 Mal. Nicht ein einziges Mal im Koran. Also haben wir hier ein einzigartiges Buch. Und es hat das im Detail dargelegt. Du kannst es nicht leugnen. Und nirgendwo anders wird das so erklärt. Und es ist eingetroffen und trifft ein. Tom, das ist in der Tat der Beweis, den Gott selbst anbietet. Die Bibel, der primäre Beweis. Und es gibt viele andere Beweise. Dave, Kapitel 7 deines Buches trägt den Titel The Struggle to Survive. Wir haben letzte Woche über etwas gesprochen, das man nur als ein Wunder beschreiben kann, nämlich die Gründung des Staates Israel im Jahr 1947. Nun, das hat eine lange Vorgeschichte. Und ich kann nicht, Tom, du wirst so alt wie ich. Nun, du rennst schnell, um zu mir aufzuschließen. Aber du wirst mich nie einholen, Tom. So funktioniert Zeit eben, weißt du? Aber wir sind einiges davon in der Vergangenheit durchgegangen. Und wie das alles zustande kam. Und wie die Vereinten Nationen
am 29. November 1947 das sogenannte Palästina teilten, den Juden nur 18% von dem gaben, was man ihnen versprochen hatte. Aber dennoch, wie das zustande kam. Du würdest die Vereinten Nationen heute niemals dazu bringen, so abzustimmen. Sie sind so unerbittlich in ihrer Opposition gegen Israel. Du hast mehr als 60.000 Abstimmungen gegen Israel. Das sind einzelne Abstimmungen, wohlgemerkt. Israel ist hunderte Male verurteilt worden. Man gewährt ihnen nicht einmal einen angemessenen Status in den Vereinten Nationen und so weiter. Und die Voreingenommenheit gegen sie wird nur schlimmer. Antisemitismus nimmt zu. Dass das damals geschah, und tatsächlich, ich denke, man müsste sagen, es ist schrecklich, das zu sagen. Aber Jesaja endet damit. Als Israel Wehen hatte, brachte sie ihre Kinder hervor. Und es scheint, wäre der Holocaust nicht geschehen, hätten die Nationen der Welt nicht einen momentanen Stich des Gewissens gehabt. Könnte man sagen, sie hätten Israel niemals erlaubt zu existieren. Und selbst nachdem sie Israel geteilt hatten, du weißt ja, die arabischen Armeen griffen an. Die ganze Welt erwartete, dass Israel diese wenigen Siedler gegen all diese militärische Macht verlieren würde. Nun, Dave, genau da wollte ich hier einsteigen. Ich habe den Begriff Wunder benutzt. Und wie ich sagte, ich denke, das ist das richtige Wort dafür. Aber was für eine Art Wunder ist das? Denn sobald sie als Staat etabliert sind, wie du gerade angedeutet hast, war die Reaktion des arabischen Oberkommandos und der arabischen Liga, Israel zu zerstören. Überwältigend. Und sie hatten überwältigende Zahlen. Ich glaube, es waren 90.000 Juden in Jerusalem, abgeschnitten von Nahrung, von Waffen, all diesen Dingen. Aber warum dieser Kampf hier? Der Kampf ums Überleben. Wenn es ein Wunder Gottes ist, weißt du, warum ist das so? Nun, Gott legt uns nicht einfach in ein Rosenbett und wir müssen uns nicht einmal selbst ernähren oder den Boden bestellen. Selbst Adam musste den Boden bestellen. Es gibt vieles, was wir tun müssen. Er hat uns nicht zu Marionetten gemacht. Er zieht nicht einfach an den Fäden. Also, erstens, da ist Anstrengung beteiligt. Zweitens, Israel ist immer noch im Unglauben. Sie haben rebelliert. Das ist es, was sie überhaupt erst in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich glaube nicht, dass ich es in diesem Programm gesagt habe. Wenn doch, dann vor langer Zeit. Aber du weißt ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, einen jüdischen Gläubigen an Jesus. Und er sagt manchmal, nun, warum habe ich einen Brooklyn-Akzent und liebe Bagels und Loks? Weil meine Vorfahren gesündigt haben und Gott hat uns überall hin zerstreut. Okay? Und wir waren dort drüben in Israel. Und du erinnerst dich, wie wir dort an diesem Kibbutz am Fuß der Golanhöhen standen. Und der Mann prahlte damit, dass er Atheist ist. Und er glaubt nicht an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er glaubt nicht, dass das der Grund ist, warum sie in diesem Land sind. Und sie sind immer noch im Unglauben und in Rebellion gegen Gott und in der Ablehnung ihres Messias. Also wird es natürlich einige Prüfungen und Bedrängnisse geben. Und das Schlimmste kommt erst noch. Jeremia 30,7 nennt es die Zeit der Bedrängnis Jakobs. Und die Bibel sagt, 2/3 aller Juden auf dieser Erde werden getötet werden. Das ist schlimmer als der Holocaust. Nun, Dave, das sind nicht deine Ideen. Das sind Prophezeiungen, geschrieben von jüdischen Propheten. Absolut. Und die Tatsache, dass sie eingetroffen sind, diejenigen, die bis jetzt hätten eintreffen sollen, sind erfüllt worden. Gibt uns jedes Vertrauen, dass die noch zukünftig sind, erfüllt werden. Nun, lass mich Jeremia 30,11 zitieren, was damit zusammenhängt. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Denn ich will allen Nationen, wohin ich dich zerstreut habe, ein Ende machen. Dir aber will ich kein Ende machen. Doch ich will dich nach rechtem Maß zuhechtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Nun, das erklärt es, Tom. Es gibt Probleme und es wird Wehen geben und es wird einen Verlust von Leben geben, weil sie sich weigern, umzukehren. Und es wird nicht sein, bis Israel einer so unmöglichen Situation gegenübersteht.
mit der ganzen Welt gegen sie. Jerusalem steht kurz davor, eingenommen zu werden. Und Israel steht kurz davor, in Flammen unterzugehen. Dann werden sie endlich zu ihrem Messias schreien. Und er wird erscheinen, eingreifen und sie retten. Und das wird uns in Sacharja 12 gegeben. Dave, aber was die Details angeht, wir sprechen über den Kampf ums Überleben. Arafats Onkel, Haj Amin al-Husseini, gib uns ein paar Einzelheiten über diesen Mann. Nun, er wurde erstaunlicherweise von den Briten zum Großmufti von Jerusalem gewählt. Das war sogar, nachdem er in Terrorismus verwickelt gewesen war. Er stellte sich völlig gegen Großbritannien, und während des Krieges gelang es ihm zu entkommen und nach Berlin zu kommen. Er war ein Freund Hitlers. Wir haben Briefe, die zwischen ihm und Himmler hin und her gingen in den Tagen vor jener Zeit. Wir wissen, was er tat. Er ging Nun, Himmler telegrafierte ihm bei einer Gelegenheit, die Nationalsozialistische Partei hat auf ihre Fahne geschrieben, die Ausrottung des Weltjudentums. Unsere Partei sympathisiert mit dem Kampf der Araber gegen den fremden Juden. Übrigens schrieb Anwar Sadat nach Hitlers Tod einen offenen Brief an Hitler und sagte, ich hoffe, du lebst noch. Du hattest recht. Das Einzige, was wir dir vorwerfen, ist, dass du die Arbeit nicht zu Ende gebracht hast, und wir werden sie zu Ende bringen. Aber jedenfalls, als Haj Amin nach Deutschland kam, in Berlin, am 1. März 1944, wir haben Aufzeichnungen darüber, gab er über das Radio den folgenden Aufruf heraus: Araber, erhebt euch wie ein Mann und kämpft für eure heiligen Rechte. Tötet die Juden, wo immer ihr sie findet. Das gefällt Gott, damit meinte er Allah, und der Religion, und rettet eure Ehre. Gott ist mit euch. Nun, Tom, was immer wir hier sagen, und wir sagen sehr wenig über Haj Amin al-Husseini, einen der bösesten Männer, die je diese Erde betreten haben. Sein Hass auf die Juden kannte keine Grenzen. Er war entschlossen, sie alle auszulöschen. Und deshalb er ging nach Bosnien und half, dort Truppen zu organisieren. Er arbeitete für Hitler, in der Erwartung, dass Hitler Nordafrika übernehmen würde, das sogenannte Palästina übernehmen würde und die Juden ausrotten würde. Nun, das ist alles gründlich dokumentiert. Ich habe ein ganzes Buch, das sich nur mit diesem Thema allein beschäftigt. Aber das ist nicht nur der Großmufti von Jerusalem. Nun, Dave, diese Aussage, das ist nicht einfach irgendein Demagoge da draußen. Das ist im Einklang mit dem Koran und den Hadithen. Absolut. Und die Aussagen, die Mohammed gemacht hat, dass jeder Jude auf der Erde ausgelöscht werden müsse, bevor der letzte Tag kommen könne. Dave, in Bezug auf die Kämpfe der Juden, du hast vorhin die Abstimmungen in den Vereinten Nationen erwähnt. Erstaunlicherweise gab die Sowjetunion die entscheidende Stimme zugunsten der Teilung Israels ab. Ja, das ist interessant. Und doch waren sie es, die die Araber in ihren Kriegen gegen Israel unterstützten. Oh, sie stützten sie mit Militärberatern, mit Militärausrüstung, mit Geld und Waffen und so weiter. Wenn du das bedenkst, Tom, und viele andere Fakten, auf die wir keine Zeit haben einzugehen, ist es ziemlich offensichtlich, dass einige dieser Nationen, die für die Teilung des sogenannten Palästina stimmten, Israel einen so schmalen Landstreifen gaben, dass er unverteidigbar war. Sie dachten, das wäre der Weg, die Juden endlich loszuwerden. Sie dachten nicht, dass Israel überleben würde. Wie sollten sie überhaupt überleben? Sie waren so hoffnungslos in der Unterzahl und in jeder Hinsicht unterlegen bewaffnet. Also musst du es aus mehreren verschiedenen Blickwinkeln betrachten, diese Abstimmung. Aber als Palästina Ende November 1947 geteilt wurde, randalierten die Araber und die Briten halfen ihnen. Die Briten, die angeblich da waren, um den Frieden zu wahren. Die Briten, die dort unter einem Mandat waren, das auf die Grundsatzerklärung des Völkerbundes von 1922 folgte, die dafür sorgen sollte, dass Palästina, dieses Land, das sie Palästina nennen,
das früher das Land Israel hieß und den Juden gehörte, den Juden gegeben würde, und Großbritannien verriet die Juden, hielt sie draußen und ließ Araber hinein und so weiter. Und noch schlimmer als das, ich glaube nicht, dass wir es im Buch erwähnen, aber wir werden es ganz sicher in der überarbeiteten Ausgabe. Im Jahr 1944, du erinnerst dich, war Hitler noch nicht in Ungarn eingedrungen. Er marschierte erst in Ungarn ein, nachdem er an der russischen Front geschlagen worden war. Es gab noch 500.000 ungarische Juden, die vom Holocaust unberührt waren. Hitler brauchte Geld. Himmler und Hitler, die Nazis und so weiter. Ich meine, das ist alles wieder gründlich dokumentiert. Sie boten an, 500.000 ungarische Juden an die Alliierten für $2 pro Stück zu verkaufen. Für $1 Million hätte man 500.000 aus Hitlers Öfen retten können. Großbritannien sagte, es gibt keinen Platz in Palästina für sie. Okay? Und wir haben in der Vergangenheit erwähnt, man kann den Niedergang des britischen Empires von der Zeit anzählen, als sie verrieten, als sie sich gegen die Juden wandten. Sie trieben die skelettartigen Überlebenden des Holocaust zurück, die das verheißene Land bereits in Sichtweite hatten. Die britische Marine trieb sie zurück und steckte sie in Lager und so weiter. Nun, durch Gottes Gnade, Wallenberg, wie du weißt, er und seine Freunde schafften es irgendwie, falsche Dokumente, falsche Pässe zusammenzustellen, und sie retteten etwa 100.000 Juden. Und Wallenberg wurde in der Sowjetunion verschluckt. Wir wissen nicht genau, was mit ihm geschah, aber sie nahmen ihn gefangen und beseitigten ihn. Aber die anderen 400.000, die übrig blieben, gingen größtenteils nach Auschwitz. Sie gingen in Hitlers Öfen. Unglaublich. Und Amerika stand daneben und ließ das geschehen. Wir sagten, wir wollten sie auch nicht. Ich meine, wir waren nicht bereit. Dave, du gehst dann weiter zum Thema. Wirklich. Einwanderung und Vertreibung. Wir haben einige Juden, die damals einwandern konnten. Aber es gab eine Vertreibung, auf die du hinweist, von etwa 800.000 palästinensischen Arabern. Und darüber gibt es eine Kontroverse, wer wem was angetan hat. Ja, Tom. Nun, in der Überarbeitung werde ich diese Zahl von 800.000 auf etwa 450.000 senken. Das war das, was man damals allgemein sagte. Aber als wir weiter nachgeforscht haben, gab es nur etwa 450.000 bis 500.000 Araber. Sie gingen nicht, weil die Israelis sie hinausgedrängt hätten. Nun, in manchen Fällen schießen sie auf die Israelis. Da wurden sie hinausgedrängt, daran besteht kein Zweifel. Aber im Allgemeinen, und wieder, wir liefern dir die Dokumentation, sagten die Israelis, geht nicht. Wir können miteinander auskommen. Tatsächlich, schon die Unabhängigkeitserklärung, unterzeichnet von David Ben-Gurion und den anderen, die den neuen Staat Israel begründeten, sagte, wir wollen in Frieden mit unseren Nachbarn auskommen. Wir können das. Wir können gemeinsam einen wohlhabenden Nahen Osten aufbauen. Okay? Also war es das arabische Oberkommando, das sendete, alle Araber raus hier. Wir kommen rein. Wir werden die Juden töten. Wir werden sie auslöschen. Und so flohen viele von ihnen. Und es gab Gerüchte über israelische Truppen, die Zivilisten vergewaltigten und so weiter. Das ängstigte die Araber noch mehr. Und viele flohen. Nun wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass diejenigen, die blieben, heute etwa 16% der israelischen Staatsbürger ausmachen. Sie haben volles Wahlrecht. Einige sogenannte palästinensische Araber sind sogar Mitglieder der Knesset. Du kannst nicht einmal Staatsbürger sein, wenn du ein Jude in Jordanien oder Ägypten bist oder in muslimischen Ländern. Tatsächlich darf kein Jude auch nur einen Fuß nach Saudi-Arabien setzen. Also wir billigen nicht alles, was Israel getan hat. Aber wenn du den Kontrast ansiehst, wie sie versucht haben, sie zu behandeln und wie sie dort gesessen und gelitten haben. Und übrigens, Tom, im Unabhängigkeitskrieg 1948 nahm Jordanien Ostjerusalem und das, was man das Westjordanland nennt. Nun, warum nennen sie es das Westjordanland? Weil es alles für Israel vorgesehen gewesen war. Israel, wie du dich erinnerst,
Es gab eine Reihe von Stämmen, die auf der Ostseite des Jordan waren. Das war Teil des verheißenen Landes, das Gott ihnen versprochen hatte. Also das Westjordanland. Oh, das ist sogar die andere Seite des Jordan. Sie nahmen also nicht nur die Ostseite des Jordan, die die Briten der Familie Husseini gaben. Das ist nun, sie sind auch Verwandte von Hajj Amin al-Husseini. Das war das haschemitische Königreich. Sie schufen Transjordanien. Sie gaben ihnen die Ostseite und nun nahmen sie einen Teil der Westseite, genannt das Westjordanland, im Unabhängigkeitskrieg 1948, zusammen mit Ostjerusalem. Und Ägypten nahm das, was man den Gazastreifen nennt. Sie hielten das 19 Jahre lang. Westjordanland, Gazastreifen und so weiter. Nie, auch nur ein einziges Mal, irgendeine Erwähnung eines palästinensischen Staates gehört. Es waren die Jordanier und die Ägypter, die sie in Lager steckten, sie dort hielten, ihnen keine Staatsbürgerschaft oder Freiheit gaben und so weiter. Und sie sprachen nie von einem palästinensischen Staat. Warum gaben sie ihn ihnen nicht, als sie diese Gebiete hatten? Aber tatsächlich benutzten sie als Ausgangsbasis für Terrorismus gegen Israel, Angriffe gegen Israel, immer und immer wieder. Und dann, du erinnerst dich, 1967 drohen sie. Sie werden einmarschieren. Wir waren dort, und ich habe das wahrscheinlich schon erwähnt. Aber unsere Familie war dort drüben. Meine Frau und ich und unsere 4 kleinen Kinder, von 15 bis 8. Wir haben es aus erster Hand gesehen. Wir waren in Ägypten im Mai, Anfang Juni 1967. Wir gingen hinauf nach Beirut. Das war kurz vor dem Sechstagekrieg. Und Gott sagte uns, wir sollen raus. Und ich werde nicht auf diese Details eingehen. Und er gab uns tatsächlich 4 konkrete Zeichen. Und wir fuhren nach Norden. Und wir schafften es in unserem VW-Bus gerade so in die Türkei, als der Krieg ausbrach. Wir hatten eigentlich vorgehabt, zu dieser Zeit durch Jordanien zu fahren. Also sind sie da und sie sagen, wir haben jetzt die Waffen. Tatsächlich, als wir durch Ägypten fuhren, redeten sie ständig vom 19-Jahre-Krieg. 19 Jahre Krieg. Ich habe einen Abschluss in Mathematik. Ich verstand es nicht. Was meint ihr mit 19 Jahre Krieg? 19 Jahre Krieg. Ich habe vom 30-jährigen Krieg gehört, vom 100-jährigen Krieg. Was ist dieser 19 Jahre Krieg? 48 bis 67, 19 Jahre. Sie waren nie in Frieden gewesen. Tatsächlich kann ein Muslim keinen Frieden schließen. Sie können einen Waffenstillstand haben. Und sie hatten die ganze Zeit die Zerstörung Israels geplant. Und nun, rings um Israel umzingend, sagen sie, wir haben endlich die Waffen. Wir werden Israel ausrotten. Wir werden es von der Landkarte tilgen. Ich gebe dir wörtliche Zitate. Es gibt keine arabische Landkarte, die auch nur Israels Existenz zeigt. Und was soll Israel tun? Nun, werden sie einfach das sitzen? Sie führten, wie du dich erinnerst, einen Präventivschlag aus. Und sie zerstörten die ägyptischen und syrischen Luftstreitkräfte am Boden. Und es dauerte 6 Tage, diesen Krieg zu beenden. Er ist bekannt als der Sechstagekrieg, 1967. Dave, wir haben noch etwa 1 Minute und wir wollen da hineingehen. Dave, das, was mich an diesem Kapitel überwältigt, ist, dass sich ein Problem entwickelt hat. Je mehr Israel sich ausdehnt, je mehr Kriege sie gewinnen, desto größer werden die Probleme. Und es wirkt einfach überwältigend, was den Versuch angeht, das zu lösen. Du kannst diese Dinge nicht lösen. Nun, Tom, jedes Stück Land, das sie genommen haben, haben sie in Selbstverteidigung gegen einen Feind genommen, der geschworen hat, sie auszurotten. Und sie haben mehr als 95% zurückgegeben, um Frieden zu versuchen. Sie haben einen palästinensischen Staat angeboten. Unter einer Bedingung. Gebt einfach unser Recht zu existieren zu. Kein arabisches Land, keine Muslime werden Israels Recht zu existieren zugeben. Unter diesen Bedingungen, wie du sagst, ist Frieden unmöglich.